In diesem Video stelle ich euch die 20 beliebtesten Auswanderungsländer der Deutschen vor, basierend auf den jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß ja, dass viele von euch planen, zum Jahreswechsel auszuwandern. Deswegen haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 noch einige interessante Seminare und Workshops für Auswanderer geplant. Bei allen unseren Seminaren geht es um Themen wie rechtssichere Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz außerhalb der EU und natürlich auch zweite Staatsbürgerschaften. Neben einem intensiven Kurs- und Seminarprogramm gibt es immer viel Raum für Networking bei unseren Events. Networking mit mir, mit Daniel und natürlich den anderen Teilnehmern. Das Beste ist, dass dein Ehepartner, Lebenspartner oder Geschäftspartner kostenlos zum Seminar, zum Workshop mitkommen kann. Alle weiteren Informationen zu unseren Seminaren und Workshops findest du im ersten Kommentar zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Events dieses Jahr kennenzulernen. Das Statistische Bundesamt hat im Juli 2024 die Zahlen deutscher Auswanderer im Jahre 2023 veröffentlicht. Diese Zahlen basieren freilich auf den Abmeldungen. Wenn du dich allerdings abmeldest, musst du nicht sagen, in welches Land du wegziehst. Aber viele tun es natürlich trotzdem. Es ist eigentlich auch nicht gefährlich. Also das ganz am Rande. Das kannst du auf jeden Fall übrigens machen, wenn du dich selbst abmeldest. Aber deswegen sind die Zahlen natürlich etwas hier mit Vorsicht zu genießen, da es natürlich eine relativ große Gruppe von Menschen gibt, die nicht angeben wollen, wohin sie ziehen. Ich präsentiere dir heute die Top 20. Das sind also die 20 beliebtesten Auswanderungsländer der Deutschen. Wir fangen hier bei Platz 20 an und arbeiten uns dann durch die Liste nach oben bis zu Platz 1 vor. Auf Platz 20 finden wir Ungarn. 1703 Deutsche sind dorthin 2023 ausgewandert. Das mag auch nicht verwundern. Ungarn ist ein wunderschönes Land. Dort gibt es eine große deutsche Community. Auch viele Ungarn sprechen natürlich Deutsch. Die Steuern sind relativ niedrig. Die Lebenshaltungskosten sind auch noch zum Teil relativ niedrig. Auch politisch finden Ungarn viele Deutsche toll. Kein Wunder also, dass hier so viele Deutsche hin auswandern. Auf Platz 19 unserer Liste ist Belgien. Hier sind 1913 Deutsche hin ausgewandert im Jahre 2023. Nun, steuerliche Gründe mag das wohl kaum haben, aber eben natürlich Belgien ist auch ein wunderschönes Land. In Brüssel gibt es viele internationale Unternehmen, natürlich auch die Verwaltung der EU sitzt da. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass dies ein interessanter Anziehungspunkt ist für viele Deutsche, die dort aus Karrieregründen hinziehen. Die Pommes frites sind natürlich super. Tomorrowland ist dort steuerlich gesehen natürlich nicht besonders gut, Belgien. Dennoch schafft es Belgien auf Rang 19 der beliebtesten Auswanderungsziele der Deutschen. Platz 18 haben wir dann Kanada. 2023 sind dort 2137 Deutsche hin umgezogen. Kanada, ein ganz tolles Land, natürlich riesengroß, ein Land, das riecht nach Abenteuer, raues Klima, möglicherweise raue Sitten, wunderschöne, unberührte Natur. Das wünschen sich viele, aber natürlich auch große Städte und hier auch natürlich zum Teil ideale Karrierechancen, wenn man hier in einen der großen kanadischen Konzerne wechselt. Steuerlich nur bedingt interessant, es gibt keine Schenkungssteuer, keine Erbschaftssteuer, das kann interessant sein bei der Strukturierung. Du fällst natürlich noch 5 Jahre unter die deutsche Erbschaft und Schenkungssteuer, wenn du Deutschland als Deutscher verlässt. Ansonsten Kanada eigentlich ein Land, was auch sehr unattraktiv ist steuerlich, hat so hohe Steuern wie Deutschland, kann man sagen, zum Teil sogar höher. Platz 17, Thailand. 2190 Deutsche sind dort in 2023 umgezogen. Das mag nicht verwundern. Ein wunderschönes Land, Thailand. Wir haben ja selbst schon viele Videos dazu gemacht. Bisher war es steuerlich attraktiv. Viele Rentner gehen dahin. Es gibt ein besonders positives Doppelbesteuerungsabkommen für Pensionäre und Rentner, die nach Thailand umziehen. Wenigstens bisher. Das mag einen nicht verwundern. Thailand auf Platz 17. Auf Platz 16 finden wir die Vereinigten Arabischen Emirate. 2285 Deutsche sind dorthin 2023 ausgewandert.
Auch das mag nicht verwundern. Die Vereinigten Arabischen Emirate, insbesondere Dubai, haben ja enorm an Popularität gewonnen. Steuerlich natürlich genial. Da passiert wahnsinnig viel in puncto Business. Da lässt sich viel Geld verdienen. Da lässt sich auch als Unternehmer wirklich was bewegen. Also hier nicht wirklich verwunderlich, dass Dubai es auf diese Top 20 schafft und das auf Rang 16. Rang 15 beweist mal wieder, dass die Deutschen Schweden lieben, denn nach Schweden sind 2554 Personen umgezogen. 2023 Schweden steht für ABBA, steht für IKEA, steht für Volvo. Auch hier natürlich wunderschöne Landschaften, wunderschöne Seen, sehr nette Menschen. Also hier nicht wirklich verwunderlich, dass so viele Menschen nach Schweden umziehen. Rang 14 Portugal. 2569 Menschen aus Deutschland sind nach Portugal umgezogen. Das ist nun wirklich auch keine Überraschung, denn Portugal ist natürlich ein herrliches Land, gerade auch für Ruheständler. Früher war es auch steuerlich attraktiv, als es noch den NAR-Status gab. Jetzt gibt es verschiedene andere Modelle der Regierungen, die sind nicht mehr so attraktiv, vor allen Dingen nicht mehr für Rentner und Investoren. Aber dennoch Portugal ein toller Lifestyle, ein schönes Land. Es wundert mich nicht, dass es Portugal in diese Top 20 der beliebtesten Auswanderungsländer der Deutschen schafft. Platz 13 Dänemark. 2996 Deutsche sind nach Dänemark umgezogen. Auch hier keine Überraschung. Dänemark ein herrliches Land, herrliche Städte, herrliche Dörfer. Es liegt nah an Deutschland. Das heißt, wenn man nach wie vor hier die Verbindung halten will zur Familie, die vielleicht in Deutschland wohnt, also aus Dänemark gar kein Problem. Platz 12 Australien. 3025 Deutsche sind 2023 nach Australien ausgewandert. Down Under, ganz weit weg. Das ist natürlich auch keine Überraschung. Australien ist ein herrliches Land, wahnsinnig viel Platz, tolles Wetter. Es gibt viele interessante Karriereoptionen. Steuerlich zum Teil attraktiv. Es gibt keine Erbschaftssteuer, keine Schenkungssteuer. In den ersten paar Jahren, solange man dort auf einem temporären Visum ist, zahlt man keine Steuer auf ausländische Einkünfte. Es kann also auch steuerlich durchaus attraktiv sein, aber natürlich Australien ganz klar. Dorthin zieht man normalerweise wegen dem Lifestyle. Auf Platz 11 Russland. 3153 Menschen sind nach Russland umgezogen. Viele mag vielleicht überraschen, dass Russland so gut abschneidet. Platz 11 in dieser Statistik. Aber Tatsache ist natürlich, Krieg in der Ukraine hin oder her. Russland ist ein attraktives Land. Es gibt hier auch gute staatliche Leistungen, wie zum Beispiel die Krankenversorgung, geringe Steuern und natürlich generell ein wirklich schönes Land, wenn eben dieser Krieg, wenn eben diese Regierung dort nicht wäre. Aber nichtsdestotrotz, Russland muss man natürlich als Land lieben, egal was da gerade passiert. Platz 10 Italien. 3382 Deutsche sind 2023 nach Italien ausgewandert. Nun, das mag nun überhaupt nicht überraschen. Italien ist ja das Sehnsuchtsland, das Traumland vieler Deutsche. Wer kann sich nicht vorstellen, dort zu leben, bei italienischem Essen, bei Wein aus der Toskana, in den Sonnenuntergang zu schauen, das Meer zu genießen, ein herrliches Leben ist natürlich in Italien möglich. Steuerlich zum Teil interessant, wenn man einen der steuerlichen Sonderstatus ausnutzen kann, dann lässt sich da schon ein bisschen was sparen, aber ansonsten relativ uninteressant natürlich. Auf Platz 9 finden wir die Niederlande. 3780 Deutsche sind in die Niederlande umgezogen. Ein Nachbar Deutschlands, hier gibt es natürlich auch viel Business, hier kann der Umzug für die Karriere sehr gut sein. Gute Universitäten, tolle Städte wie zum Beispiel Amsterdam. Es wundert einen nicht, dass dort viele Deutsche hin umziehen. Auf Platz 8 finden wir Polen. 4080 Deutsche sind 2023 nach Polen ausgewandert. Polen natürlich ein herrliches Land hier im Osten von Deutschland. Da geht richtig viel wirtschaftlich, hat man das Gefühl. Da ist richtig Wachstum. Die Steuern sind auch nicht ganz so hoch. Da kann man also einige interessante Dinge machen in Polen. Es wundert mich nicht, dass so viele Deutsche nach Polen umgezogen sind. Auf Platz 7 ein Land, das dich vielleicht überrascht, der UK. 4494 Deutsche sind nach UK ausgewandert und das trotz Brexit. Ich denke vor allen Dingen, London ist eben ein Magnet. Das ist eine Stadt, wo viel geht, wo viel Business gemacht wird. Hier gibt es viele Jobs im Tech-Bereich, im Banking-Bereich. Steuerlich leider überhaupt nicht mehr interessant, der UK. Wobei, gemäß dem neuen System, in den ersten 4 Jahren
zahlst du auch im UK keine Steuern auf ausländische Einkünfte. Kann also für manche durchaus interessant sein. Platz 6, die Türkei. 5.371 Deutsche sind 2023 in die Türkei umgezogen. Das ist kein Wunder. Viele Rentner, viele Ruheständler ziehen in die Türkei um. Ein wunderschönes Land, günstige Lebenshaltungskosten, steuerlich nicht sehr attraktiv, aber es gibt auch Lichtblicke. So sind zum Beispiel Einkünfte aus Kryptowährungen in der Türkei momentan noch steuerfrei. Wer weiß wie lange, aber natürlich ein wunderbares Land, die Türkei. Leben wie Gott in Frankreich, das haben sich 2023 5.826 Deutsche vorgenommen. Frankreich belegt damit Platz 5 in der Auswanderungsstatistik. Auch hier wird das nicht weiter überraschen. Frankreich natürlich ein herrliches Land. Viele haben hier Ferienhäuser. Hier lässt es sich tatsächlich hervorragend leben. Steuerlich natürlich leider nicht sehr attraktiv, wobei gerade Familien mit ein paar Kindern zum Beispiel kommen dort im Vergleich zu Deutschland steuerlich ziemlich gut weg. Also es gibt auch Ausnahmen, aber ansonsten natürlich steuerlich recht uninteressant. Platz 4, Spanien, 8.727 Deutsche, also deutlich mehr als nach Frankreich, da waren es 5.800, sind nach Spanien ausgewandert. Spanien belegt damit locker Platz 4 auf der Auswanderungsstatistik. Was kann man nicht lieben an Spanien? Herrliche Landschaften, herrliches Essen, herrliches Wetter. Ein wunderbares Land, steuerlich mit dem Beckham Law möglicherweise attraktiv. Ansonsten natürlich auch ein echtes Hochsteuerland, das man vor allen Dingen aus Lifestyle-Gründen zieht. Die USA mit 9.182 Deutschen, die dorthin umgezogen sind. Damit sind wir schon bei Platz 3 unserer Liste. Wer hätte gedacht, dass die USA hier auf Platz 3 landen, immer noch deutlich vor Spanien. Die USA sind sicher für viele das Auswanderungstraumland Nummer 1 nach wie vor, egal wie du jetzt über die USA denkst, immer noch ein Magnet. Deutsche haben es bekanntlich besonders einfach in den USA Visa- und Aufenthaltsbewilligungen zu bekommen. Natürlich, das ist immer komplex, da ist immer relativ viel Aufwand, das ist sowieso klar, aber eben als Deutscher ist es im Vergleich zu anderen Nationalitäten relativ einfach. Es gibt dort natürlich viele große Unternehmen im Tech-Bereich und auch sonst generell. Die Gehälter sind im Vergleich zu Deutschland astronomisch hoch, die Steuern relativ gering. Das heißt, es ist ein bisschen so wie in der Schweiz, das Doppelte oder das Dreifache verdienen und die Hälfte an Steuern zahlen. Das kann man in den USA erreichen. Und deswegen gehen natürlich auch viele Angestellte aus großen Konzernen in die USA für ein paar Jahre, verdienen dort richtig viel und kommen dann nach Deutschland zurück und kaufen sich mit dem verdienten Geld vielleicht ein Haus. Platz 2 in unserer Statistik, Österreich. Hier auch nochmal ein richtig großer Sprung in den Zahlen von Platz 3. 12.504 Deutsche sind 2023 nach Österreich umgezogen. Kein Wunder, Österreichs Nachbarland, deutsche Sprache, ein schönes Land. Das mag nicht weiter verwundern. Und natürlich weißt du jetzt auch, was Platz 1 ist. Der unangefochtene Favorit seit Jahren, seit Jahrzehnten, die Schweiz. 20.973 Deutsche sind in die Schweiz umgezogen, also mit Abstand das beliebteste Auswanderungsland der Deutschen. In der Tat ist die Schweiz so beliebt, dass so viele Deutsche dorthin auswandern wie in die auf Platz 11 bis 20 platzierten Länder zusammen, die ich dir gerade eben genannt habe. Auch hier, es mag nicht wundern, in der Schweiz ist alles besser, eine Insel der Seligen, nicht in der EU. In der Schweiz kannst du viel verdienen, also vielfach das Doppelte, was du in Deutschland verdienen kannst. Vielfach zahlst du die Hälfte an Steuern. Sehr hohe Qualität an Waren und Dienstleistungen, die du dort kaufen kannst. Tolle Städte, Zürich, Genf, sehr schöne Landschaften. Eine tatsächliche Insel der Seligen im Herzen von Europa. Das war sie hier, unsere Auswanderungsstatistik. Wie gesagt, die Daten kommen direkt vom Statistischen Bundesamt. Verwundert dich die Liste? Welches Land vermisst du auf der Liste? Ich freue mich auf deine Kommentare. Über viele der hier genannten Länder reden wir ja selbst regelmäßig auf unserem Kanal. Viele Länder, über die wir sonst noch sprechen, tauchen natürlich nicht in der Statistik auf. Dazu ziehen zu wenige Menschen in diese Länder um. Aber dennoch ist natürlich hier diese Liste doch sehr interessant und birgt einige Überraschungen. Mich hat zum Beispiel überrascht, dass so viele Deutsche in die Vereinigten Arabischen Emirate umgezogen sind oder auch in UK.
nach Brexit, da war ich schon etwas verwundert. Aber wie gesagt, im Grunde ist es auch nicht verwunderlich, denn wenn man logisch darüber nachdenkt, machen viele dieser Länder natürlich hier aus deutscher Sicht komplett Sinn. Wenn auch du ans Auswandern denkst und diesbezüglich hier steuerliche Fragen hast, vielleicht nicht weißt, in welches Land du willst, wenn du aber dennoch ins Ausland willst, um dort Steuern zu sparen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich dort steuerlich optimal aufzustellen, Vermögen aufzubauen, bestehendes Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.